Der FV-101 Skorpion ist ein leichter gepanzerter Aufklärungspanzer, der vom Vereinigten Königreich entworfen und produziert wurde. Er wurde erstmals im Jahr 1973 eingeführt und wurde nicht nur von der Armee des Vereinigten Königreichs, sondern auch von anderen Ländern eingesetzt. Der Skorpion ist ein Fahrzeug, das etwa 8,3 Meter lang und 2,8 Meter breit ist. Mit einem Gewicht von 7,8 Tonnen kann er bei hohen Geschwindigkeiten manövrieren und eignet sich hervorragend für Aufklärungsaufgaben. 5 Personen arbeiten in dem Fahrzeug, ein Kommandant, ein Fahrer, ein Schütze, ein Lader und ein Funker. Der FV-101 Skorpion ist ein leicht gepanzerter Aufklärungspanzer und hat im Vergleich zu schweren Panzern eine geringere Panzerung. Der Körper des Panzers ist aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und auf der Panzerung können gehärtete Stahl- oder Keramikplatten angebracht werden. Der Körper und die Panzerung des Panzers sind nicht dafür konzipiert, ausreichenden Schutz vor Feindfeuer zu bieten. Stattdessen werden die Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und Aufklärungsfähigkeiten des Panzers genutzt, um Feindfeuer zu vermeiden und auf dem Schlachtfeld zu überleben. Die Panzerung des FV-101 Skorpion bietet Widerstand gegen Maschinengewehrkugeln mit einem Kaliber von bis zu 14,5 mm und kann Schutz vor Geschossen von bis zu 20 mm bieten. Größere Waffen können jedoch die Panzerung des Panzers leicht durchdringen. Die primäre Verteidigung des Panzers ist seine Beweglichkeit. Der Skorpion ist ein schnelles und manövrierfähiges Fahrzeug und kann schnell in Bewegung gesetzt werden, um Feindfeuer zu vermeiden. Ein weiterer Schutzmechanismus des Panzers ist ein Rauchbombensystem, das es dem Feind erschwert, das Ziel zu erfassen. Der Schütze des Panzers nutzt optische oder Laserentfernungsmesser, um den Feind anzuvisieren. Im Modernisierungsprozess des FV-101 Skorpion wurden auch fortschrittlichere Panzertechnologien integriert. Zum Beispiel kann die Panzerung des Panzers mit modernen Panzerwerkstoffen beschichtet werden, um seine Beständigkeit gegen tragbare Antipanzerwaffen wie RPGs zu erhöhen. FV-101 Skorpion ist ein leichter gepanzerter Panzer, der für Aufklärungs- und Überwachungsaufgaben konzipiert wurde und daher mit hochwertigen Kamerasystemen ausgestattet ist. Im Rahmen des Modernisierungsprozesses kann der Panzer mit fortschrittlicheren Kameratechnologien aktualisiert werden. Der Kommandant des Panzers kann mit einem Periskop die Umgebung beobachten und das Gebiet um das Fahrzeug herum abtasten. Der Kommandant kann auch Wärmebildkameras nutzen, die sowohl bei Nacht als auch bei Tag arbeiten und es ihm ermöglichen, Objekte und Ziele in der Umgebung zu erkennen. Thermalkameras erzeugen Bilder auf der Grundlage der Temperaturen von Objekten, unabhängig von der Lichtstärke des Hintergrunds. FV-101 Skorpion enthält auch einen Schützenturm. Dieser Turm befindet sich oben auf dem Panzer und ermöglicht es dem Schützen, die Umgebung zu scannen, um Ziele zu erkennen. Der Turm enthält eine Reihe von Kameras und Lasertelemetern, die vom Schützen kontrolliert werden. Diese Kameras ermöglichen es dem Schützen, die Umgebung kontinuierlich zu scannen und feindliche Ziele zu erkennen. Lasertelemeter helfen dem Schützen, die Entfernung genau zu messen. FV-101 Skorpion ist ein Fahrzeug, das im Rahmen des Modernisierungsprozesses mit fortschrittlicheren Kamerasystemen ausgestattet werden kann. Zum Beispiel kann das Kamerasystem des Fahrzeugs mit digitalen Kamerasystemen aktualisiert werden, die höhere Auflösungen und präzisere Bilder liefern. Darüber hinaus kann das Kamerasystem des Fahrzeugs durch Hinzufügen neuer Funktionen wie Gesichtserkennungstechnologie weiterentwickelt werden. Der FV-101 Skorpion leichter Panzer ist mit einem modernen Feuerleitsystem ausgestattet. Dieses System hilft dem Schützen, Ziele korrekt zu erkennen, zu verfolgen und zu treffen. Das Feuerleitsystem ermöglicht es auch, während der Fahrt des Panzers korrekt zu zielen. Es verfügt auch über Stabilisierungsfunktionen, die es dem Schützen ermöglichen, das Ziel auch während der Bewegung des Panzers genau zu verfolgen. Das Feuerleitsystem ermöglicht es dem Schützen, Ziele schnell und präzise zu erfassen und zu treffen, was dazu beiträgt, den Panzer auf dem Schlachtfeld effektiver einzusetzen. Der Panzer ist mit einer 76 mm Hochgeschwindigkeitskanone ausgestattet und kann auch ein Maschinengewehr tragen.
Die Hauptwaffe des Panzers ist die 76 mm L23A1 Kanone. Diese Kanone hat eine hohe Feuerkraft und ist besonders effektiv, um Ziele auf große Entfernung zu treffen. Die Kanone kann mit speziell entwickelten panzerbrechenden Geschossen ausgestattet werden, um feindliche Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge effektiv anzugreifen. Der FV-101 Skorpion kann auch ein Maschinengewehr tragen. Das Maschinengewehr ist in der Regel eine 7,62 mm Waffe und kann verwendet werden, um Ziele um den Panzer herum zu erfassen. Diese Waffe kann verwendet werden, um feindliche Personal auszuschalten oder leichte gepanzerte Fahrzeuge anzugreifen. Der Panzer verfügt auch über ein Rauchbombensystem. Dieses System erzeugt eine Rauchwand um den Panzer herum, um das Ziel des Feindes zu erschweren. Dies kann in Verbindung mit der Mobilität und der Aufklärungsfähigkeit des Panzers genutzt werden, um feindlichem Feuer zu entgehen. Der FV-101 Skorpion kann im Rahmen eines Modernisierungsprozesses auch mit fortschrittlicheren Waffensystemen aufgerüstet werden. Beispielsweise kann die Kanone des Panzers für eine höhere Feuerrate und Reichweite aufgerüstet werden. Außerdem kann die Waffe des Panzers mit lasergesteuerten Geschossen ausgestattet werden, um Ziele genauer zu treffen. Der FV-101 Skorpion Leichtpanzer ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet. Der Standardmotor des Panzers ist ein Perkins 6354 Turbodiesel mit einer Leistung von 190 PS. Dieser Motor ermöglicht es dem Panzer, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen und sich auch auf schwierigem Gelände zu bewegen. Die Höchstgeschwindigkeit des Panzers beträgt 80 km pro Stunde. Die Beweglichkeit des Panzers wird durch den leistungsstarken Motor, ein spezielles Federungssystem und den Allradantrieb ermöglicht. Diese Eigenschaften ermöglichen es dem Panzer, auch auf schwierigem Gelände eine hohe Manövrierfähigkeit und Beweglichkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt der Panzer auch über amphibische Eigenschaften, um durch flache Gewässer zu fahren. Der FV-101 Skorpion ist auch mit einem hydraulischen Lenksystem ausgestattet. Diese Eigenschaft hilft dem Panzer, eine bessere Kontrolle zu haben und schneller zu reagieren. Es sorgt auch dafür, dass der Panzer auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil fährt. Das Bremssystem des Panzers besteht aus hydraulischen Scheibenbremsen und gewährleistet ein schnelles Abbremsen. Es sorgt auch dafür, dass der Panzer auf Hängen und schwierigem Gelände sicher stehen bleibt. Der FV-101 Skorpion ist in der Lage, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, um feindlichem Feuer zu entkommen. Darüber hinaus verfügt der Panzer auch über ein spezielles Bremssystem, um Manövrierfähigkeit in Situationen zu ermöglichen, in denen der Panzer schnell bremsen muss, um feindlichem Feuer auszuweichen. Zusammenfassend ist der FV-101 Skorpion Leichtpanzer mit einem leistungsstarken Motor, einem speziellen Federungssystem, Allradantrieb, hydraulischem Lenksystem und Bremssystem ausgestattet. Diese Eigenschaften ermöglichen es dem Panzer, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, sich auf schwierigem Gelände zu bewegen und eine hohe Manövrierfähigkeit zu gewährleisten. Nach den gepanzerten Personentransportern FV-103 Spartan könnten in naher Zukunft die leichten Panzer FV-101 Skorpion sowie andere Muster der CVR-T-Familie in der Ukraine erscheinen. Die ukrainische Seite sieht in der Anschaffung solcher Ausrüstung einen wichtigen Schritt mit großen Perspektiven für die Armee. Es ist jedoch bereits klar, dass die tatsächlichen Ergebnisse solcher Lieferungen die Erwartungen nicht erfüllen werden, daher stellt der alte britische leichte Panzer FV-101 Skorpion auf dem modernen Schlachtfeld eine gewisse Gefahr für Infanterie und leicht gepanzerte Fahrzeuge dar, ist jedoch einem hohen Risiko ausgesetzt, durch Gegenfeuer zerstört zu werden. Die Möglichkeit des effektiven Einsatzes einer solchen Technologie in einem vollwertigen modernen Konflikt ist höchst zweifelhaft. Ukrainische Freiwillige sind jedoch bereit, auch solche Geräte zu kaufen. In der aktuellen Situation und unter Berücksichtigung objektiver Prozesse werden ukrainische Einheiten mit jedem gepanzerten Fahrzeug zufrieden sein. Wenn Sie über solche Inhalte informiert werden möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten.